Hallo und herzlich willkommen bei Straff Inside, dein Podcast für Denkanstöße, Inspiration und den persönlichen Austausch, um deinem glücklichen Inneren und gleichzeitig auch deinem straffen Äußeren Stück für Stück immer näher zu kommen. Und ich freue mich so sehr, dass du heute hier bist. Yes! Erster Geburtstag von Straff Inside. Wir feiern einjähriges Jubiläum. Genau heute, auf diesen Tag genau, vor einem Jahr ist Straff Inside geboren worden, ist der Podcast Straff Inside entstanden, ist die erste Folge von Straff Inside online gegangen und ich freue mich so sehr, dass du und ich diesen Tag heute zusammen feiern können. So geil, dass wir jetzt echt einjähriges Jubiläum feiern können und das Geilste ist, dass wir das zusammen machen können. Das ist so schön, was sich in diesem einen Jahr alles entwickeln durfte, was wir zusammen erleben durften und genau darauf möchte ich in dieser Folge auch eingehen. Aber zunächst möchte ich dir erstmal ganz herzlich gratulieren, dass auch du hier heute mit mir zusammen dieses einjährige Jubiläum feiern kannst, dass du hier dabei bist, dafür möchte ich dir von Herzen danken. Und ich habe heute ein kleines Special für dich vorbereitet. Ich habe mir hier wieder parallel so ein paar Notizen gemacht, bin auch hier mit dem neuen Mikro jetzt am Start. Wir haben ja seit letzter Woche, habe ich ja hier im Ton auch so ein bisschen abgegradet, bin jetzt hier mit dem Mikro am Start. Das heißt, ich werde auch die Folge nehme ich jetzt gerade wieder mit Video auf. Wenn du jetzt gerade bei YouTube zuschaust, dann wirst du das wahrscheinlich schon bemerkt haben. Und ich lade die Folge auch mit optimalem Ton bei Apple Podcast und bei Spotify hoch. Das heißt, du entscheidest selber, ob du dir die Folge gerne mit Video angucken möchtest, ob wir uns dabei noch in die Augen gucken oder ob du dir das Ganze einfach nur per Ton anhören möchtest bei Spotify oder Apple Podcast. Und ich bedanke mich einfach von Herzen, dass du ein Teil dieser Reise bist. Da freue ich mich sehr. Und bevor wir in die Folge reinstarten, vielleicht noch ein kleiner Hinweis oder ich weiß gar nicht, wie ich es genau nennen soll, denn wir haben gestern, also ich nehme die Folge jetzt am Sonntag auf, morgen ist dann das Podcast-Jubiläum und ich bin hyped. Ja, wir haben gestern den High Energy Workshop gezündet, das war im Hegelig-Studio mit Carm und Lara Michelle Klar und ich habe die Energie immer noch nicht so ganz verdaut. Und wenn du dir das bei YouTube jetzt ansiehst oder vielleicht hörst du das auch in meiner Stimme, dass ich irgendwie immer noch so ein bisschen angeschlagen bin, weil ja, das war echt ganz, ganz krass. Also wir haben das so gemacht, ein kleines Warm-up, dann habe ich das Workout gezündet und danach sind wir dann zusammen noch mit so einer aktiven Yoga-Session und einer kleinen Meditation in unser Wochenende reingestartet. Und die Energie war einfach während des gesamten Workouts so unfassbar hoch. Es hat so mega viel Spaß gemacht. Und dann haben wir uns natürlich alle so gegenseitig angefeuert, hochgepusht und es hat einfach so geknallt. Es hat so gescheppert, sowohl in der Muskulatur, deswegen sitze ich jetzt gerade auch unter anderem, weil die Beine einfach komplett weg sind. Und die Stimme ist halt auch noch gut angeschlagen, aber ich möchte dir halt heute trotzdem diese Jubiläumsfolge aufnehmen. Deswegen entschuldige bitte, wenn meine Stimme zwischendurch so ein bisschen krächzig ist oder vielleicht auch zwischendurch mal wegbleibt. So viel zur kurzen Einleitung und jetzt starten wir in unsere Jubiläumsfolge rein. Yes! Geil! Also, was habe ich heute für euch vorbereitet? Was machen wir heute zusammen? Wir machen heute zusammen ein kleines Geburtstagsspecial und dafür habe ich euch letzte Woche gefragt, was so eure Learnings, eure Erfahrungen, eure wertvollsten Impulse, eure Lieblingsfolgen waren bei Straff Inside. Hab da bei Instagram eine kleine Umfrage gemacht, der persönliche Austausch, den feiere ich einfach immer sehr. Habe euch da ein bisschen nach eurem Feedback gefragt und genau das möchte ich heute gerne mit euch durchgehen. Möchte auch so ein paar persönliche Erfahrungen von mir teilen, die ich in diesem einen Jahr gemacht habe, was ich euch mitgeben möchte. Vielleicht hörst du jetzt gerade auch zu oder siehst zu und möchtest selber deinen eigenen Podcast starten und hast aber einfach so ein paar
Bedenken oder brauchst noch so ein paar Denkanstöße, wie du denn gerne starten sollst. Und da möchte ich dir gerne auch ein bisschen was mitgeben. Da kann ich auch gerne nochmal eine extra Folge zu aufnehmen. Da gehen wir heute drauf ein. Und, worauf ich mich auch sehr freue, wir hören uns zusammen einen kleinen Auszug aus unserer ersten Podcast-Folge an. Die erste Podcast-Folge, Intro und Vorstellung heißt die Folge, die ich vor genau einem Jahr zu diesem Zeitpunkt hochgeladen habe. Diese Folge, da hören wir zusammen ein bisschen rein. Und ich habe das gerade schon mal gemacht. Will ja hier authentisch sein, ne? Ich habe gerade schon mal 1 Minute reingehört, aber auch nicht länger, weil ich den Rest dann so für die spontane Reaktion offen halten wollte. Dass wir so ein paar Minuten reinhören und einfach mal vergleichen, was ist so in der Soundqualität natürlich vom Mikro, das hörst du ganz, ganz krass. Dann die Art der Stimme. Das ist ganz, ganz krass, was sich da in dem Jahr irgendwie getan hat. Vielleicht geht das auch nur mir so, weil ich das persönlich nochmal anders wahrnehme. Oder vielleicht kennst du das auch, weil du ja persönlich irgendwie die eigene Stimme immer nochmal anders wahrnimmst oder anders einschätzt, als das jetzt jemand anderes tut. Da hören wir zusammen rein. Ja, und dann feiern wir einfach zusammen das 1-jährige Jubiläum von Straff Inside. Es ist geil. Okay, ich will die Euphorie jetzt gar nicht hier so weiter noch ausbreiten. Okay, ich möchte es jetzt hier gar nicht unnötig in die Länge ziehen, das Intro. Deswegen starten wir direkt rein. Und zwar mit eurer ersten Frage. Und die erste Frage, ich scroll hier kurz so ein bisschen weiter. Ich habe mir das hier nämlich alles ein bisschen notiert. Die erste Frage bezüglich Anfänge. Was waren die Anfänge? Was waren deine Gedanken damit, die verbunden sind mit dem Start eines Podcasts? Und ich finde die Frage echt schön, also zufällig genau passend zum Podcast-Jubiläum. Richtig, richtig cool, wie die Anfänge so waren. Und ich habe das ja gerade schon gesagt, für die Anfänge hören wir auch gleich noch in die erste Podcast-Folge rein. Aber Anfänge ist eine spannende Frage. Ich überlege jetzt gerade mal kurz. Es war auf jeden Fall die Anfänge, du hörst das in der ersten Folge auch. Oder ich bin ja auch darauf eingegangen, wie ich das Setup so aufgebaut habe. Ne, ich habe den Boxsack, der hängt jetzt hier gerade, da saß ich dann drauf. Und dann habe ich diese weißen, habe ich jetzt hier gar nicht stehen, diese weißen Ikea-Boxen. Die kennst du bestimmt, diese großen Boxen. Und die habe ich dann mit so einem Handtuch ausgelegt und da dann das Mikro reingestellt, sodass ich so eine kleine, wie so eine Tonstudio-Soundbox irgendwie habe, dass das von den Hintergrundgeräuschen so ein bisschen abgeschirmt ist und ich dann da reinsprechen kann und einen hoffentlich klaren Sound habe. Das habe ich in der ersten Folge gemacht, oder das habe ich die ersten Folgen einfach gemacht. Sah ziemlich abenteuerlich aus, das Bild. Ich guck mal gleich, ob ich da eins finde. Dann kann ich das im Video jetzt einfach nochmal hier einblenden auf Special Effect. Das ist auf jeden Fall ein sehr abenteuerliches Setup gewesen. Du musst dir das so vorstellen, ich sitze hier jetzt gerade auch wieder im Keller und saß dann ein paar Meter weiter rechts jetzt gerade von mir, saß da auf dem Boxsack, hatte dann die Ikea-Box auf so einem Sofa aufgestellt, die mit einem Handtuch ausgelegt, da dann Laptop und Mikro reingestellt und saß dann da mit Handtuch überm Kopf, wie in so einer Inhalationskammer, als wenn du jetzt irgendwie krank bist und da inhalierst. So saß ich da drin und habe dann da die Podcast-Folgen recorded. Komplett abgespacedes Setting. Ich glaube, wenn man mich dabei beobachtet hätte, wenn ich mich dabei gefilmt hätte, das wäre auch lustig gewesen. Aber das waren so die Anfänge mit dem Ikea-Box-Setup. War auf jeden Fall sehr witzig. Es war sehr witzig und war eine gute Erfahrung. Aber wenn wir das jetzt so aufnehmen, hier mit dem Mikro und alles ein bisschen entspannter, ein bisschen weiterentwickelt, das ist einfach schön zu sehen, wie das einfach so wächst, wie ich mich auch selber jetzt in dem Jahr weiterentwickelt habe. Und ich habe auch total Spaß daran, das so abzugraden. Ja, mich mit den Herausforderungen zu entwickeln. Jetzt hier mit der Kamera das aufzunehmen, mit einem geileren Mikro, wenn dann der Sound geil ist, wenn das Bild geil ist, dann macht mir das so
mega viel Spaß, das dann auch zu schneiden und dann das Licht noch dazu, jetzt hier das Setting, wenn das alles passt, wenn Bild und Ton passt, dann macht das einfach viel mehr Spaß, für mich auch, das zu cutten und euch dann zu präsentieren, euch das dann nach außen zu geben. Und ich glaube, euch macht das auch ein bisschen mehr Spaß, wenn Ton und Bild geil sind. Kannst du mir das sehr, sehr gerne mal sagen, ob du den Unterschied hörst. Und du wirst den Unterschied gleich sehr, sehr wahrscheinlich hören, wenn wir uns die erste Folge angucken. Aber wir machen mal weiter. Und zwar die Herausforderung. Die Herausforderung bei den Anfängen. Viele Herausforderungen, was soll ich dir sagen? Ja, natürlich. Also das ist jetzt ja nicht so, dass ich mich dann da hingesetzt habe. Schon irgendwie, aber natürlich sind da immer so irgendwie Unsicherheiten mit verbunden. Ne? Du setzt dich ja da nicht hin und redest einfach irgendwie mal so drauf los. Also ja, doch, eigentlich schon, aber trotzdem ist ja so das Gedankenkarussell, was dann so ein bisschen Fahrt aufnimmt. Ne? Du bist ja so ein bisschen unsicher, was jetzt die Soundqualität angeht, was die Themenwahl angeht, wie der Podcast überhaupt heißen soll. Das hat bei mir auch irgendwie erstmal ein bisschen gedauert. Das hat sich bei mir dann so während den ersten Aufnahmen eigentlich ergeben, wenn ich so dann darüber rede und dann sich irgendwie bei den Gesprächsthemen, beim Reden so bemerkbar macht, okay, was möchte ich eigentlich nach außen tragen? Welche Message möchte ich eigentlich rüberbringen? Welche Botschaft möchte ich euch mitgeben? Und so ist dann der Name Straff Inside entstanden. Ich war sogar erst dabei und wollte den Podcast Happy Inside, Straff Outside nennen. Das ist ja so dieser Slogan, mit dem ich manchmal einleite, mit dem ich immer beende und fand das so als Slogan ganz cool, aber fand den als Titel schon fast wieder zu lang, den Namen. Und deswegen habe ich mich dann für Straff Inside entschieden und bin mit der Wahl super zufrieden, weil es einfach super gut passt, meiner Meinung nach. Straff Inside spiegelt diesen Podcast, was ich rüberbringen möchte, dass es eben auch um die innere Reise geht und gerade um die innere Reise spiegelt es einfach perfekt wider. Deswegen bin ich super happy damit. Ich hoffe, du auch. Unsicherheiten, ja, auf jeden Fall Themenwahl, ja, Folgen, worüber spreche ich überhaupt? Wie kann ich euch das am besten rüberbringen? Das ist ja so die Herausforderung bei einem Podcast. Du hast ja diese paar Minuten, die du dann von deinem Gegenüber oder von deinem Zuhörer, von deiner Zuhörerin geschenkt bekommst. Und die musst du ja so gut wie möglich mit Mehrwert füllen. Und das ist ja so eine Herausforderung. Das ist ja die größte Herausforderung, die du an dich selber eigentlich stellst. Du musst ja deine Message, deine Botschaft, die du im Kopf hast, die möchtest du ja deinem Gegenüber so gut, so kurz, so komprimiert, aber trotzdem nicht zu hektisch wie möglich rüberbringen. Und das ist ja so die größte Challenge im Podcast eigentlich. Deswegen die Herausforderung auf jeden Fall, wie wähle ich meine Themen so oder wie wähle ich die Inhalte der Folgen so, dass ihr das aufnehmen könnt, dass ihr für euch was Sinnvolles daraus mitnehmen könnt und dass ihr auch wirklich gerne zuhört. Das ist auf jeden Fall eine Herausforderung gewesen, die mich sehr beschäftigt hat, die mich nach wie vor auch immer noch beschäftigt, aber mittlerweile, wie ich das jetzt gerade auch mache, ich habe mir hier so ein paar Notizen gemacht bezüglich eurer Fragen, eurer Learnings oder so, aber ich rede einfach. Ich rede einfach, weil ihr mir im Austausch auch gesagt habt, dass ihr diese authentische Art einfach mögt. Dass ich halt einfach rede. Also ich skripte ja die Folgen nicht irgendwie durch, sondern wir setzen uns hier einfach jetzt, keine Ahnung, wie lange die Folge, Viertelstunde oder so geht die Folge jetzt ungefähr schon und wir setzen uns hier einfach zusammen, verbringen ein bisschen Zeit zusammen, vielleicht gehst du gerade spazieren, vielleicht guckst du dir das Video abends an, morgens an, mittags an, was auch immer und wir verbringen einfach ein bisschen Zeit zusammen und dafür bin ich unendlich dankbar, dass du mir deine Zeit, deine Aufmerksamkeit schenkst und vielleicht daraus den ein oder anderen Impuls auch für dich mitnehmen kannst und das in deinen Alltag übertragen kannst. Das ist richtig schön. Was war mit den Anfängen noch verbunden? Themenwahl, Herausforderungen, Unsicherheiten.
eine Menge Vorfreude. Eine Menge Vorfreude. Ich habe das ja schon sehr, sehr lange auch so vor mir hergeschoben, dass ich den eigenen Podcast starten möchte und war dann natürlich super happy, als ich dann diesen Sprung gewagt habe, ne, dass ich mich dann überwunden habe und einfach mal gemacht habe. Und da gehe ich auch gleich noch drauf ein bei den Punkt Learnings, aber was ich dir noch mitgeben möchte, dass es einfach mit super viel Herausforderung natürlich verbunden ist, ja, Gedanken, die du dir machst, aber wenn du in dich reinfühlst, dann weißt du ja eigentlich, was gerade richtig für dich ist. Und darauf zu hören und das dann einfach zu machen, fühlt sich einfach extrem geil an. Und das ist natürlich dann mit Vorfreude verbunden. Du freust dich ja auch darauf. Du freust dich ja auch darauf, dann dein neues Projekt zu starten. Und wenn ich mir jetzt überlege, dass es einfach schon ein Jahr her ist, dass wir die erste Folge hochgeladen haben, komplett krass. Okay, ich schweife schon wieder ab, aber wir machen mal weiter. Was geht noch? Interviewpartner, ja, mega. Also wundervolle Interviewpartner und Interviewpartnerinnen, die ich begrüßen durfte. Da bin ich unendlich dankbar für, dass ich so viele schöne Gäste schon hier bei Straff in Zeit begrüßen durfte. Und ich hoffe natürlich, dass ich auch 2022 noch wundervolle Interviewpartner und Interviewpartnerinnen begrüßen darf. Ein paar Planungen, ein paar Ideen sind auch schon am Start und ich werde euch auch nächste Woche bereits das erste Interview hochladen mit der lieben Lisa Dengler. Das wird auch eine sehr, sehr spannende Folge. Da sprechen wir auch über Stärken und Schwächen. Das wird ein sehr, sehr spannendes Interview. Danach habe ich dann noch ein Interview, was ich aufgenommen habe mit Ina Sievernich. Das ist auch eine sehr, sehr kraftvolle Folge. Und dann sind schon ein paar Interviews in Planung, die dieses Jahr noch stattfinden werden, die auch einfach geil sind. Also, ja, was soll ich sagen? Es wird ein geiles Jahr. Wird ein sehr geiles Jahr. Cool. Alright. Wir machen weiter. Und zwar mit Learnings. Eure Learnings, die ihr im Podcastjahr 2022 mitgenommen habt. Aus Straff in Zeit. Und die möchte ich mit euch zusammen gerne durchgehen. Und zwar Learning Nummer 1. Learning Nummer 1 gefällt mir sehr, sehr gut. Und zwar ist das Learning, was du gibst, ist das, was du auch zurückkriegst. Wie geil. Wie geil. Wie geil ihr einfach seid. Das ist es. Das ist das, was ich immer wieder predige. Und es ist so schön, dass ihr das einfach mitgenommen habt. Es ist so, so schön, dass ihr wirklich in den persönlichen Austausch mit mir geht. Dass ihr das feiert, was hier passiert. Dass ihr die Impulse mitnehmt. Dass die Energie auch bei euch ankommt. Was ich euch gebe, das kommt so multipliziert zu mir zurück. Und deswegen gebe ich euch das einfach immer wieder mit, dieses Learning. Und wenn das dann bei euch ankommt, ist das richtig, richtig geil. Und bevor wir ins zweite Learning gehen, trinke ich kurz einen Schluck und wir stoßen einmal zusammen auf Straff in Zeit an. Yes! Cheers! Oh yeah. Maßkrug ist natürlich mit am Start, ist ja klar. So, nächstes Learning. Ich habe 3 Learnings rausgesucht aus euren Learnings, die mir besonders gut gefallen haben. Ich würde gerne alle vorlesen, aber ich glaube, dann wird das hier komplett den zeitlichen Rahmen sprengen. Denn es waren sehr, sehr viele, sehr, sehr geile Learnings dabei und ich habe euch auch privat auf alle Learnings geantwortet und habe mir 3 rausgesucht, die besonders viel Kraft haben, die vielleicht euch auch nochmal ein bisschen unterstreichen, worum es hier gerne gehen soll. Also, Learning Nummer 2, auch sehr, 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 sehr geil, gefällt mir mega gut, die ganzen Adventsgedanken. Wahrscheinlich hast du es mitbekommen. Wir haben ja in der Adventszeit so eine kleine Adventsreise zusammen gemacht, dass ich euch vom 1. bis zum 24. Dezember jeden Tag ein Video bei YouTube hochgeladen habe. Und ich kann dir die Playlist auch gerne nochmal hier oben verlinken. Da sind wertvolle Impulse dabei. Wirklich wertvolle Impulse. 24 Stück insgesamt. Wer hätte es gedacht? Und diese ganzen Adventsgedanken waren für euch sehr, sehr wertvoll. Und das habe ich auch so wahrgenommen, gerade so in dem Austausch mit euch, was ihr mir dann für Nachrichten geschrieben habt, was ihr mir für Feedback gegeben habt, auch die Kommentare unter den Videos. Das ist einfach
einfach schön. Ich habe das ja gerade auch schon gesagt, wenn ich euch das so mitgebe und wenn diese Energie, wenn diese Impulse dann auch bei euch ankommen, das ist einfach so ein geiles Gefühl. Das ist so ein erfüllendes Gefühl. Das erfüllt mich so sehr mit Freude und mit Zufriedenheit. Und dafür bin ich einfach unendlich dankbar, dass du mir dafür die Gelegenheit gibst und mir das auch ermöglicht. Vielen, vielen Dank. Nächstes Learning. Nummer 3. Nächstes Learning. Die Dry ist... eigentlich sind die alle 3 geil. Aber dieses dritte Learning ist natürlich nochmal hier, gerade für Straff Inside, für den Geburtstag, ist das einfach das Learning überhaupt, was ich dir gerne mitgeben möchte. Und zwar ist das Learning folgendes. Gehe erst nach innen und strahle das dann nach außen. Wie geil. Wie geil ist das denn? Wie cool. Und dahinter in Klammern, Happy Inside ist gleich straff Outside. Was ist das denn für eine geile Community? Was sind das denn für geile Menschen, die hier im Podcast am Start sind? Die bei Straff Inside am Start sind? Die das hier gerade feiern? Wie geil seid ihr denn einfach bitte? Ey, ihr nehmt das mit. Ihr nehmt genau diese Message mit, die ich euch hier geben möchte. Geh nach innen. Finde dein inneres Licht. Lass dieses Licht leuchten, lass dich davon erfüllen. Spür diese Energie, die das freisetzt. Und genau das strahlst du dann nach außen. Und was du in dir erschaffst, was du in dir findest, das strahlst du automatisch nach außen, weil du genau diese Energie auf andere überträgst, weil du das nach außen leuchten lässt. Und das hat so viel Kraft, das hat so viel Power. Und deswegen freue ich mich so sehr, dass du dieses Learning mitgenommen hast. Das ist richtig cool. Und genau das ist es ja, was dieser Slogan Happy Inside ist gleich straff Outside auch verdeutlichen soll. Dass du nach innen gehst und wenn du in diese Freude empfindest, dieses Licht leuchten lässt, dann strahlst du das nach außen und dann bist du auch straff Outside. Das ist einfach cool. Das ist so schön. Richtig cool. Geil. Erfahrung. Eure Erfahrung mit Straff Inside. Oh, da ist einiges dabei. Geil. Das gehen wir einfach mal zusammen durch. Okay. Das gehen wir zusammen durch. Eure Erfahrung mit Straff Inside. Bist du ready? Bist du nochmal hier? Aufmerksamkeit? Yes! Du bist hier. Alles klar. Nochmal kurz zuhören. Eure Erfahrung. Ich lese das einfach mal vor, so wie ihr das geschrieben habt, okay? Okay. Danke für deine kostenlose Arbeit hier. Du machst das super. Danke. Vielen Dank. Freut mich sehr. Ich mache das super gerne. Es macht mir extrem viel Spaß und ich danke dir von Herzen, dass du hier bist. Sehr schön. Danke. Cool. Nächste Erfahrung mit Straff Inside. Authentischer, ehrlicher und sympathischer Podcast. Perfekt. Freut mich. Das freut mich sehr. Freut mich unendlich, dass diese 3 Werte auch so rüberkommen. Dieses Authentische, das habe ich ja vorhin schon gesagt, ich skripte hier irgendwie nichts und lese das dann einfach nur vor, sondern ich rede einfach. Natürlich mache ich mir vorher da meine 2, 3 Stichpunkte irgendwie, worauf ich in der Folge eingehen möchte, aber ich habe so die Erfahrung gemacht, ich habe das auch einmal probiert, so dieses einfach irgendwie aufschreiben und dann so nach einem gewissen Ablauf da durchgehen, aber habe das dann wieder abgebrochen und habe die Folge neu aufgenommen, weil ich einfach gemerkt habe, wenn ich so frei spreche, dann kommt das irgendwie besser. Also kommt nicht nur besser bei euch an, sondern auch bei mir, dass ich dann nicht so an diese Wörter dann gebunden bin, die ich mir aufschreibe, sondern ich rede einfach. Und wenn ich mir dann nur so 2, 3 Stichpunkte mache und einfach mit euch quatsche, dann kommen diese Impulse und diese Denkanstöße viel besser rüber und die Ideen kommen irgendwie auch viel kreativer in meinen Kopf. Und ich kann euch das dann besser rüberbringen, als wenn ich das einfach nur ablesen würde. So viel dazu. Was noch? Ehrlich
ja, gehört irgendwie einfach für mich mit dazu. Ich bringe ja nichts, wenn ich euch hier irgendwas vorerzählen oder vorheucheln würde. Wenn ich das selber nicht umsetze, dann könnte ich es euch auch nicht dementsprechend rüberbringen. Deswegen ist ehrlich eine sehr, sehr wichtige Säule, finde ich, bei einem Podcast oder allgemein einfach, das ehrlich zu sein, ehrlich rüberzubringen. Und sympathisch, das freut mich natürlich sehr, wenn die Sympathie so rüberkommt, wenn die Sympathie vorhanden ist, wenn die Energie so rüberkommt. Das ist sehr, sehr schön und freut mich einfach. Freut mich wirklich sehr. Cool. Nächste Erfahrung mit Straff in Zeit ist folgende. Ich höre gerne zu, weil der Input wertvoll ist und du es gut rüberbringen kannst. Sehr schön. Das freut mich, dass der Input wertvoll ist, dass du das so wahrnimmst, dass du die Impulse als wertvoll erachtest, dass du das für dich mitnehmen kannst und dass ich das auch dementsprechend vermitteln kann. Dass das bei dir ankommt, dass du das aufnehmen kannst. Das ist sehr, sehr schön und freut mich von Herzen zu hören. Sehr schön. Pure Energie in jeder Folge. Yes! Pure Energie in jeder Folge. Das ist sehr, sehr geil. Das freut mich. Es ist einfach schön. Es freut mich so sehr, dass die Energie bei euch ankommt. Weil ich spüre diese Energie einfach und wenn ich euch die dann mitgeben kann, wenn ihr das fühlen könnt, das ist richtig, richtig cool. Alright. Nächste Erfahrung, beziehungsweise das ist eher eine Frage an mich. Deine Erfahrung in dem ein Jahr Podcast Straff in Zeit. Spannend. Sehr, sehr spannende Frage. Okay, gehen wir gerne drauf ein. Deine Erfahrung, beziehungsweise ich, gehen wir gerne drauf ein. Gehe ich gerne drauf ein. Deine Erfahrung, also meine Erfahrung. Was habe ich in dem ein Jahr für Erfahrung gemacht? Kurz überlegen. Meine wichtigste Erfahrung in dem ein Podcast-Jahr Straff in Zeit ist eigentlich machen. Einfach machen. Das ist wirklich meine wertvollste Erfahrung. Also, dass du, wie ich das ja am Anfang auch schon gesagt habe, ne, dass du auf jeden Fall dir so eine grobe Struktur machst, wie du da durchgehen möchtest, dass du ein bisschen Themen im Kopf hast, dass du deine Botschaft, deine Message auf jeden Fall schon mal für dich formuliert hast, dass du nach innen gehst, das für dich setzt und dann weißt, dass du das nach außen tragen möchtest. Und dass du dir so ein paar Gedanken dazu machst, aber startest. Dass du einfach startest und das muss nicht perfekt sein, das soll's auch gar nicht. Starte einfach unperfekt. Starte unperfekt. Du musst ja nicht starten und irgendwie das Mikro am Start haben, die Kamera am Start haben, Licht oder irgendwas am Start haben, sondern einfach starten. Ey, Ikea-Box. Ikea-Box mit Handtuch ausgelegt und irgendein Mikro dabei. Einfach starten. Das ist doch nicht perfekt gestartet. Das ist einfach gemacht. Einfach machen. Du hast eine Message. Du hast was im Kopf, was du gerne mit anderen teilen möchtest. Und dann gehst du da mal nach draußen. Dann strahlst du das einfach nach draußen und du kannst Menschen damit erreichen. Du kannst Menschen damit helfen. Ja? Überlege dir diese Botschaft, dass du, und wenn du Schwierigkeiten damit hast, diese Message zu finden, dann hilft das auf jeden Fall, dass du nach innen gehst. Dann hilft das auf jeden Fall, dass du nach innen gehst und schaust, was ist da? Wer bin ich eigentlich? Oder anders gesagt, du hast ja diese innere Stimme in dir. Einige nennen es Instinkt, einige nennen es Bauchgefühl. Es gibt immer so ein Gefühl ist das, was sich gerade gut anfühlt und was sich gerade irgendwie nicht so gut anfühlt, wogegen du dich eigentlich wehrst. Und wenn du jetzt nach innen gehst und wenn es um dich herum so ein bisschen ruhiger wird und du da einfach mal zuhörst, wenn du da einfach mal hinhörst und schaust, was möchte mir denn diese innere Stimme gerade eigentlich sagen? Und meistens ist es so, dass wir das ignorieren. Meistens ist es so, dass wir da gar nicht richtig zuhören, sondern uns immer irgendwie mit äußerem Lärm ablenken lassen und damit beschäftigen. Aber wenn du dann nach innen gehst und dieser Stimme mal zuhörst, und die ist sehr leise, deswegen musst du außenrum ein bisschen ruhiger sein und zuhören. Aber wenn du da zuhörst,
dann wirst du genau wissen, was jetzt gerade richtig für dich ist. Und dann gehst du dafür los. Dann gehst du da rein. Und dann formulierst du das für dich und dann gehst du da mal nach draußen. Und dann wirst du Menschen erreichen damit. Dann wirst du damit Menschen schon helfen können. Merk dir einfach, es muss nicht perfekt sein, um den Menschen hier und da einfach mal ein paar Impulse mitzugeben und bereits zu helfen. Dafür muss nichts perfekt sein. Diese Energie, die strahlst du nach außen und das überträgt sich auf die Menschen. Und was ich auf jeden Fall in diesem Jahr gelernt habe, was einen riesengroßen Unterschied für mich gemacht hat, ist dieses folgende Learning, was ich dir gerne heute noch mitgeben möchte. Und zwar, einmal Ohren auf, in der Einfachheit liegt die Kraft. Das macht so einen riesen Unterschied und ich glaube, das beantwortet diese Frage sehr, sehr gut. Wir machen weiter mit dem nächsten Thema und zwar eure Lieblingsfolgen. Was sind eure Lieblingsfolgen? Straff Inside, ein Jahr. Alright. Wir haben die halbe Stunde gerade schon durch, sehe ich. Das heißt, wir ziehen das Tempo mal ein bisschen an. Ich hoffe, du kriegst noch deine ganze Aufmerksamkeit. Du bist noch hier und ich bedanke mich an der Stelle ganz herzlich, dass du noch hier bist. Das ist richtig geil. Alles klar, wir machen weiter. Nächste Runde. Und es geht weiter mit den Lieblingsfolgen. Lieblingsfolge Nummer 1 ist folgende. Gefällt mir persönlich sehr, sehr gut. Erste Lieblingsfolge ist dein persönliches Workbook. Dein persönliches Workbook, wo du über dein Coaching sprichst. Man sieht, wie sehr du es fühlst. Ist das geil? Warte mal kurz, ich hol mal eben das Workbook. Ich hol's mal eben. Dein persönliches Workbook, wo du über dein Coaching sprichst. Man sieht, wie sehr du es fühlst. Das ist sehr, sehr schön. Es freut mich wirklich sehr, dass es auch so rüberkommt. Dass diese Begeisterung so rüberkommt, weil ich habe da ja in der vorletzten Folge bei den Learnings 2021 auch schon sehr ausführlich drüber gesprochen. Deswegen möchte ich da jetzt gar nicht mehr so extrem darauf eingehen. Aber es freut mich natürlich sehr, weil die Straff Inside Uni einfach mein Herzensprojekt ist. Womit ich gerne nach draußen gehe, was ich nach draußen scheinen und strahlen möchte und so viele Menschen wie möglich damit zu erreichen und damit auch zu helfen. Und wirklich zu sehen, was das bereits jetzt schon für einen Impact auf diese Person hat im Coaching, das ist so, so schön und das erfüllt mich einfach mit unendlich viel Freude und Zufriedenheit. Sehr, sehr schön, deswegen vielen, vielen Dank, dass du das nochmal angesprochen hast. Wir machen weiter mit der nächsten Lieblingsfolge und zwar, die nächste Lieblingsfolge sind die kroatischen Souvenirs. Kroatische Souvenirs, heftige Story, aber viele gute Learnings dabei. Ja, das ist richtig. Ich weiß nicht, ob ihr alle die Folge schon gehört habt, deswegen vielleicht ganz, ganz kurz. Ich habe mir im unteren Bauchbereich einen kleinen Cut zugezogen. Sind viele geile Sachen passiert in Kroatien, unter anderem halt dieser Cut, der im Nachhinein eine super, super lehrreiche und dankbare Erfahrung, die ich machen durfte. Habe mir da halt was aufgeschnitten, das war ein bisschen tiefer und musste das dann nähen lassen und alles hin und her. War eine heftige Story, aber mit super vielen lehrreichen Learnings verbunden. Hör dir die Folge sehr, sehr gerne nochmal an, wenn du da Interesse dran hast. Kann ich dir hier oben herzlichst gerne nochmal verlinken. Dann kannst du die Learnings auch für dich selber mitnehmen. Cool. Auch ein sehr, sehr prägendes Ereignis, was dieses Jahr passiert ist. Beziehungsweise letztes Jahr passiert ist. Alright, nächste Lieblingsfolge ist die Interviewfolge mit der Restless Crew. Yes, Grüße an die Restless Crew. Sehr, sehr cool. Grüße an Angie, Grüße an Chris, Grüße auch an Vanessa, die jetzt neu mit dabei ist und an das Team von My Turns. Sehr, sehr cool, dass ihr da fusioniert habt und jetzt zusammen am Start seid und Gas geben könnt. Richtig cool. Die Folge Nachhaltigkeit mit Style. Nachhaltigkeit mit Style, Interview mit der Restless Crew. Geile Folge. Sehr, sehr geile Folge und auch viele gute Learnings dabei. Wenn du die Folge noch nicht gehört hast, hier oben verlinkt, schaust dir sehr, sehr gerne an. Ich habe das auch mit Video aufgenommen. Du kannst dir Angie und Chris da im Video auch angucken. Ist eine sehr, sehr spannende Folge. Gerade wie die beiden so zu ihrer Marke gefunden haben. Wie die beiden ihre Philosophie auch oder ihre Message in sich gefunden haben und jetzt mit ihrer Marke Restless Crew
diese Message nach außen tragen. Sehr, sehr schön. Und das Ganze nachhaltig. Richtig gut. Cool, nächste Lieblingsfolge ist die Interviewfolge mit dem Hegelig. Ja, guck mal. Glücklich sein als Lebenseinstellung mit dem Hegelig. Yes. Auch eine sehr, sehr schöne Folge und passend zu dem Workout, was wir gestern durchgezogen haben, weshalb meine Stimme jetzt gerade so im Eimer ist und die Beine auch, passt das auch sehr, sehr gut. Glücklich sein mit unendlich vielen wertvollen Learnings verbunden, diese Folge. Findest du auch hier oben nochmal verlinkt. Kannst du dir das alles nochmal anschauen. Sehr, sehr spannende Persönlichkeiten, die beiden auch, Carm und Lara Michelle. Wenn du diese Folge noch nicht gehört hast, kann ich dir das wirklich ans Herz legen, diese Folge mitzunehmen. Wirst du sehr, sehr viel, glaube ich, draus für dich auch mitnehmen können. Wir machen weiter. Nächste Lieblingsfolge. Ja, ich muss schon lachen. Nächste Lieblingsfolge ist die erste. Ja, guck. Ist natürlich kein Zufall, dass ich mir diese Lieblingsfolge jetzt noch mit rausgesucht habe, weil das einfach die perfekte Überleitung ist, um jetzt wirklich sich die erste Folge nochmal anzuhören. Aber der Gedanke ist tatsächlich jetzt deswegen gekommen, weil ihr weil du, wenn du das jetzt gerade auch hörst, dir diese Lieblingsfolge quasi gewünscht hast oder aufgeschrieben hast. Die erste. Ey, wie krass, ey. Die erste Folge ist deine Lieblingsfolge. Wie cool ist das denn? Und deswegen, ich rede da jetzt gar nicht so viel länger drum rum, sondern wir beide, du und ich, wir hören jetzt einfach mal zusammen in diese erste Folge rein. Bist du ready dafür? Okay, let's go! Hallo und herzlich willkommen bei Straff Inside. Hier bekommst du Denkanstöße, Inspirationen und wir stehen im persönlichen Austausch, um deinem glücklichen Inneren und gleichzeitig auch straffen Äußeren Stück für Stück immer näher zu kommen. Alright, ich nehme jetzt hier, glaube ich, zum 20. Mal das Intro auf und hoffe, dass ich jetzt mittlerweile die passenden Wörter gefunden habe. Zuerst mal, ich hoffe, dir geht's gut, wann und wo auch immer du dir jetzt diese erste Podcast-Folge hier gerade anhörst. Vielen Dank an der Stelle erstmal fürs Vorbeischauen und auf eine, sensationelle und geile gemeinsame Zeit. Kurz zum Setting, damit du dir das einfach ein bisschen besser vorstellen kannst oder direkt mal so ein kleines... Ich mache mal hier kurz Pause. Also Intro ist ja schon mal voll geil, oder? Du hörst aber, ich glaube, du hörst jetzt den Tonunterschied, oder? Schreib mir das sehr gerne mal in die Kommentare, ob du den Tonunterschied hörst. Jetzt hier mit dem Mikro oder mit dem Mikro, wo ich jetzt gleich zu komme, in der IKEA Soundbox. Ob du da klanglich den Unterschied hörst. Es würde mich wundern, wenn nicht, beziehungsweise es wäre echt schade, wenn nicht. So viel dazu. Also, vielleicht hörst du auch den Unterschied irgendwie in der Stimme. Klar, jetzt ist die Stimme irgendwie ein bisschen angeschlagen, aber ich meine so in der Art, wie ich rede. Vielleicht hörst du das. Mir geht's auf jeden Fall so. Ich weiß nicht, dass man selber das irgendwie hört, das habe ich ja auch schon gesagt, das ist ja irgendwie immer so, die eigene Stimme, dass man ja selber immer so am kritischsten oder fällt das immer am meisten auf, wenn das sich irgendwie verändert, aber ich persönlich erkenne auf jeden Fall den Unterschied in der Art, wie ich rede und vielleicht hörst du das ja auch. Wir machen weiter und zwar mit dem Setting. Jetzt beschreibe ich dir das hier nochmal, wie das Setting aussieht und ich hoffe, ich finde dazu noch ein Bild, kann ich das hier nämlich dazu einblenden. Let's go! Bild vor Augen hast, wo ich hier gerade sitze oder in welcher Situation ich jetzt hier gerade in dieses Mikro spreche. Sitze hier gerade im Keller auf meinem Boxsack im Home Gym und spreche in diese durchsichtigen also in eine von diesen durchsichtigen Ikea-Boxen. Habe ich mir mit so einem Handtuch ausgelegt, damit ich hoffentlich einen guten Sound habe. Also ich hoffe jetzt auch, dass der Sound wirklich gut ist. Ansonsten wäre das Setting hier natürlich ein guter Krampf. Also so viel dazu. Ja, ich muss zugeben, dass ich mir natürlich so ein paar Stichpunkte gemacht habe, da man bei der ersten Podcast-Folge, so mysteriös das auch immer klingt, dann natürlich doch etwas nervös ist und ja, ich einfach so einen kleinen Leitfaden jetzt gebraucht habe, um euch dann auch zu erzählen, worum es hier eigentlich gehen soll, dass man da nicht komplett irgendwelche Themen einfach hin und her wirft, sondern so. Ja, das ist es.
dass du nicht einfach komplett wir irgendwas hin und her wirfst, ne? Dass du so ein paar Stichpunkte hast, aber dann halt trotzdem frei sprichst. Und ich weiß nicht, mir fällt das so krass auf, im Hintergrund dieses Rauschen die ganze Zeit. So, ich habe mir das ja alles ausgelegt, ne? Der Ton ist jetzt ja nicht irgendwie kacke oder so, aber trotzdem hörst du im Hintergrund das Rauschen. Und das ist halt mit dem Mikro jetzt echt schon, finde ich, geiler. Und ich finde das viel, viel angenehmer. Es ist so krass, wie sich das einfach entwickelt hat, wie sich das weiterentwickeln darf. Und wir haben jetzt hier mal einen kleinen Ausschnitt gehört. Ich möchte das jetzt hier nicht viel zu lange hören, dass wir uns hier die ganze Folge zusammen anhören. Das kannst du sehr, sehr gerne nochmal alleine auch machen, wenn du möchtest. Aber ich finde einfach so krass, was sich in diesem ein Jahr jetzt hier getan hat. Wie wir uns zusammen entwickelt haben. Wie sich der Podcast Straff in Zeit entwickelt hat, mit allem, was dazugehört. Wie sich der Input, der Mehrwert für euch, wie ich euch das rüberbringen kann, auch nochmal verändert hat. Und ja, ich bin so gespannt darauf, wie sich das noch weiterentwickeln darf, wo unsere gemeinsame Reise noch hingehen darf. Und darauf freue ich mich einfach wirklich extrem. Um die Folge jetzt hier gar nicht viel zu sehr in die Länge zu ziehen, bedanke ich mich von ganzem Herzen bei dir, dass du hier dabei bist. Dass du ein Teil dieser Reise bist von Straff in Zeit, von dem Podcast Straff in Zeit. Dass du dir hier jeden Montag immer die Folgen anhörst, dass du hier regelmäßig am Start bist, dass du mir dein Feedback mitgibst, dass du die Impulse für dich mitnehmen kannst, dass du die Energie spüren kannst, dass du mir das auch zeigst in Form von geilem Feedback, von den Likes, von den Kommentaren, dass du hier abonnierst, dass du hier wirklich bei dem Podcast am Start bist, als aktive Zuhörerin oder als aktiver Zuhörer. Das ist so cool, das ist überhaupt nicht selbstverständlich und das weiß ich wirklich sehr zu schätzen. Deswegen ein ganz, ganz großes Danke von mir an dich. Du bist ein richtig geiler Mensch und das ist so cool und ich freue mich einfach so sehr über diesen persönlichen Austausch. Deswegen sage ich das ja auch immer wieder am Anfang, dass es hier eben um diese Denkanstöße für dich geht, um die Impulse, aber auch vor allem um den persönlichen Austausch. Denn meiner Meinung nach macht's genau das einfach aus. Dieser persönliche Austausch macht es einfach so besonders und so speziell. Das ist einfach geil. Das ist richtig, richtig cool. Denn so können wir uns zusammen wirklich weiterentwickeln. So ist das nicht einfach hier irgendwie so eine One-Man-Show, ne, dass ich mich hier hinstelle, irgendwas erzähle und klar, irgendwie natürlich schon, aber du weißt, glaube ich, worauf ich hinaus möchte. Ich erzähle dir hier nicht einfach nur irgendwas, sondern wir sind ja im direkten Austausch, ihr gebt mir Feedback und dann kann ich das wieder daran anpassen. Ja, kann dann euer Feedback mit reinnehmen und weiß dann, was interessiert euch, über was soll ich sprechen, was möchtet ihr gerne sehen, was geht vielleicht noch ein bisschen besser. So, wie können wir uns da gegenseitig unterstützen, wie können wir zusammen wirklich wachsen und uns weiterentwickeln. Und das macht es einfach so besonders. Das ist so schön. Und deswegen weiß ich das so sehr zu schätzen. Das ist richtig geil. Und ich freue mich darauf, wenn das auch weiterhin so ist. Wenn wir uns da weiter zusammen entwickeln dürfen. Deswegen bin ich jederzeit unendlich dankbar über Feedback, über eure Nachrichten, dass du mir raushaust, was noch besser geht. Wie wir uns zusammen weiterentwickeln können. Was du vielleicht auch richtig geil findest. Schreib mir das sehr, sehr gerne. Möchte ich dich direkt mal zu einladen, hier eine Rezension rauszuhauen, vielleicht auch eine kleine Bewertung oder schreib mir deine Nachricht bei Instagram, freue ich mich immer wirklich sehr drüber. Das ist richtig, richtig cool und ja komm, vielleicht einfach mal so ein kleiner Call to Action an dich als Geburtstagsgeschenk. Wir machen das als Geburtstagsgeschenk an Straff in Zeit. Wenn dir zu Hause oder am Feld oder wo du gerade bist, der Podcast Straff in Zeit gefällt, schenk Straff in Zeit zum Geburtstag einfach mal ein Abo. Schenk diesem Podcast einfach mal ein Abo, schenk diesem Podcast eine richtig saftige Sternebewertung und wenn du es richtig toppen willst, wenn du hier richtig am Start bist und Straff in Zeit was richtig Gutes tun möchtest, dann hau hier einfach nochmal eine Rezension mit raus. Drop hier nochmal eine Rezension, ein paar Worte, die wie Straff in Zeit auch vielleicht einen Impact auf dein Leben hat. Welche Impulse du hier mitnehmen kannst.
was für dich Straff Inside ausmacht, deine Erfahrung. Vielleicht haust du mir das hier einfach mal in die Rezension oder in die Kommentare rein. Das wird mich sehr, sehr freuen und ich glaube, das würde den Podcast Straff Inside auch sehr, sehr freuen. Gerade zum ersten Geburtstag wäre das natürlich ein mega, mega geiles Geschenk. Deswegen freue ich mich jetzt schon auf die ganzen Geburtstagsgeschenke, wenn ich die dann in den nächsten Tagen auspacken darf. Deswegen, kleiner Call to Action für dich. Hau hier sehr, sehr gerne mal ein bisschen Feedback raus. Würde ich mich sehr, sehr drüber freuen. Ich bedanke mich an der Stelle einfach für dieses wundervolle Podcast-Jahr 2021. Es ist so, so schön, dass du hier bist. Du bist ein wundervoller Mensch. Ein ganz, ganz treuer Begleiter, eine ganz, ganz treue Begleiterin. Und ich weiß das unendlich zu schätzen, dass du hier bist. Ich habe das ja gerade schon gesagt. Es ist einfach, es erfüllt mich so, so sehr, dass ich euch das mitgeben darf. Dass du mir deine Zeit schenkst und die Energie auch spüren kannst. Ich freue mich auf ein wundervolles Podcast-Jahr 2022 mit ganz vielen geilen Solo-Folgen, dass wir hier uns austauschen können und auch mit wundervollen Interviewpartnerinnen und Partnern. Das wird ein richtig, richtig geiles Jahr und ich bedanke mich einfach von Herzen, dass du hier bist, dass du ein Teil des Podcasts Straff Inside bist. Und wie könnten wir diese Folge, die Jubiläumsfolge, passender beenden als mit folgenden Worten. Vielleicht sprechen wir diese Worte einfach zusammen. Nicht vergessen, Happy Inside ist gleich straff Outside. Danke, dass du hier bist. Du bist ein wundervoller Mensch, ein richtig geiler Mensch. Und wir sehen uns nächste Woche. Dein Niklas. Ciao. Ist das geil!